Guten Morgen zusammen, ihr Lieben. Ich mache es uns heute zum Auswahlorakel mal ein bisschen leicht. Und du kannst dich entscheiden zwischen einer Rune und einem Krafttierstapel. Dann ist es vielleicht einfacher. Oder du guckst dir beide an, wie auch immer. Das hier ist die Rune, das hier ist das Krafttier, aber ich lege natürlich noch was drauf. Ja. Das hier sind noch die Lennys von der Gabi Mokros. Da legen wir mal 2 drauf, dass wir eine Kombi haben. Und ich ziehe uns noch jeweils eine Botschaft aus dem Signale, aus dem Zauberwald-Orakel von den Naturflüsterern. Und dann dürft ihr euch entscheiden. Also hier ist das Krafttier drunter und hier die Rune. Ich tue mir schwer. Ich würde das Krafttier nehmen. Okay. Wir haben gleich hier sogar mehrere Tiere. Wir haben den Luchs und den Wolf. Ich sage euch gleich mehr dazu. So. Also. Der Luchs ist hier schon so ein bisschen ein besonderes Tier, denn er zeigt uns hier auf, dass es Zeit ist, Bilanz zu ziehen und auch Altes zu bereinigen. Und jetzt guckt mal, wie passend das wieder ist. Ne? Wir haben das Karma-Kreuz und die Mäuse. Damit entledigt man sich etwas Schweres, etwas kann endgültig überwunden werden. Aber es wartet auch ein bisschen Arbeit auf uns selbst. Ne? Wir haben hier so etwas wie eine Lehrstunde, die uns hilft, uns neu auszurichten. Hier darf auch wieder Altes gehen. Auf jeden Fall kündigt der Luchs eine große Veränderung und Neuerung in deinem Leben an, für die jetzt der erste Schritt bevorsteht. Ja, hier geht es ein bisschen darum, die Energie wieder frei fließen zu lassen. Es geht um Aufräumarbeiten. Hier gibt es Blockaden, die hat man zum Teil selbst verursacht und zum anderen Teil, weil sich eben bestimmte Entwicklungen verselbstständigt haben und so manches auf der Strecke geblieben ist. Ne? Es kann auch hier um Dinge gehen, die man schon lange mal erledigen wollte oder um gewisse Altlasten. Jedenfalls ist das Schlagwort hier Entrümpelung. Ne? Alles, was deine Energie blockiert, darf gehen. Es geht jetzt auch nicht darum, vor einem selbst wegzulaufen oder zu sagen, oh, das Außen ist schuld, dass mir so geht, sondern hier kriegst du mit dem Luchs tatsächlich die richtige Ausdauer und ein gutes Gespür für deinen weiteren Weg. Und es ist alles gut so, wie es ist. Ne? Wir brauchen nichts zu erzwingen. Hier gehen Dinge auch von alleine weg. Ne? Etwas wirklich Schwieriges darf gehen, darf Platz machen. Man legt hier so ein gewisses Kreuz auch ab. Nun haben wir aber hier mit dem Wolf auch ein bisschen die Einflüsse von der Familie mit drin. Hier geht es einfach um den Rückhalt. Ne? Es geht jetzt nicht unbedingt nur um die Blutsverwandten, sondern das kann auch die Seelenfamilie sein, die, ach, wie nennt man es, ne? Die Familie, die man sich aussucht. Die Wahlfamilie, jetzt habe ich es. Ne? Und du brauchst hier deine Dinge
nicht alleine machen. Du hast hier einen gewissen Rückenhalt, du kannst deiner Umgebung vertrauen. Und es geht hier um ein gewisses hohes Maß an Loyalität und sozialem Verhalten. Für die Wölfe bedeutet auch Familie zum Beispiel alles, ne? Und sie verfügen auch über eine gute Kommunikation und sie können sich vielfältig mitteilen. Man darf hier vielleicht auch das Glaubensmuster verabschieden, dass wir alles allein bewerkstelligen müssen. Vielleicht gibt es hier Risse oder Gräben in deiner Familie. Das ist halt so, ne? Wenn man mit irgendwas bricht, dann hat man auch die Unterstützung nicht. Aber man hat zumindest Wahlfamilie. Das ist, finde ich, auch ganz wichtig, immer, dass man so Stellvertreterplätze findet und hier einfach auch ins Bewusstsein mitkriegt, ich muss meinen Weg nicht alleine gehen, ich brauche mich nicht verbiegen, sondern ich habe ein loyales Feld um mich herum, das mich hier trägt. Und mit dem Beifuß haben wir noch, dass wir jetzt in der Zeit ein bisschen den Eingebungen und Träumen vertrauen sollen, denn die sind irgendwie die Sprache und die kommen jetzt in unser Bewusstsein und wir können hier neue Perspektiven enthüllen und auf ganz altes Wissen auch zurückgreifen. Ich glaube, das Wichtigste hier an dieser Botschaft ist, ja, da geht wirklich so ein Kreuz weg und da entledigt man sich vielleicht auch gewissen Dingen der Familienstruktur, mit denen man so ein bisschen gehadert hat. Und man darf wissen, man ist zur richtigen Zeit am richtigen Ort mit der Umgebung, die man auch braucht. Okay, dann gucken wir uns die andere Seite an. Was für eine Rune habt ihr? Ich lege sie alle gleich mal hin. Ja, hier ist so ein bisschen Stillstand. Ihr habt Isa. Die Isa-Rune wird dem Element des Wassers zugewandt. Und auf der Karte sieht man, dass das Wasser im Moment vereist ist. Also es geht um eine starke Struktur, um Entschleunigung und Stillstand. Möglicherweise fühlt man sich in irgendeinem Thema auch wie erstarrt. Es gibt irgendwie nichts, was vorangeht. Ja, und der Moment mag sich vielleicht anfühlen wie ein Gefangensein. Doch geht eigentlich hier viel mehr um das Innehalten. Anstatt des Gefühls der Hektik und des Getriebenfühlens. Oder ihr kennt es doch auch, wenn der Tag bräuchte manchmal mehr als 24 Stunden. Und hier darf man den Augenblick wahrnehmen und einfach das Tempo runterfahren, entschleunigen, achtsam sein, aufmerksam sein und ganz mit dem Inneren verbunden. Ihr darf dir trotzdem klar sein, dass deine Entwicklung und dein Wohl in deiner Hand liegt. Also du bist ja nicht ausgebremst, weil die Rune das so will. Aber es geht darum, einen besseren Kontakt auch zu dir selber zu finden. Und ich glaube, dass es damit zu tun hat, dass du hier wieder zurück zu deiner Freude sollst und zu diesem Gefühl, du bist versorgt, auch wenn sich das im Moment vielleicht nicht so anfühlen mag. Der Kolibri, der kommt eigentlich hier zu dir geflogen, um dir zu sagen, dass du wieder Spaß haben sollst, dass du dein Glück und deine Liebe zum Ausbringen darfst. Du sollst auch nicht warten, bis das Umfeld sich ändert oder die anderen oder die Umstände sich ändern, sondern du darfst dein Glück selbst in die Hand nehmen. Es geht auch darum, dass du wieder erkennst, worin oder bei was du Freude hast und dass du deine Grenzen einfach ja, nach außen auch zeigst oder dich schützt durch Grenze. Und wenn man mal innehält und so sagt, hier, halt, stopp, ne, dann hat man hier schon die erste Grenze gezogen. Und du darfst dich regenerieren. Ne?
den Augenblick wahrnehmen, Grenzen ausloten und auch da wieder hingucken, wo vielleicht im Alltag ein kleines Glück auf dich wartet. Hier sieht man auch bei dir, dass auf dem kurzen Weg sich das Gefühl der Sicherheit wieder mehr einstellt für dich. Und eine kleine Warnung ist hier dabei, ne? Hier steht jetzt falsche Freunde drauf, aber guck vielleicht mal ein bisschen in deinem Umfeld, was da noch stimmig ist, wer es gut mit dir meint oder ob du vielleicht auch von Drama von anderen an deiner eigenen Freude gehindert wirst. Und mit dem Apfelbaum darf ich dir hier noch sagen, dass du versorgt wirst mit allem, was du brauchst. Ja, mach es wie der Apfelbaum. Der liebt das Leben und die Liebe und bringt dadurch auch frische Früchte hervor. Also verzettel dich hier nicht in irgendwas, was dich unglücklich macht. Nimm dich einen Moment raus. Fokussiere dich auf das Gute, was du hast. Und es gibt immer was. Und das kann zum Beispiel die obligatorische Tasse Tee oder Kaffee am Morgen sein. Also dieses drauf fokussieren, was man hat, was einem Spaß macht, was man mit Freude macht, wo Freude herkommt, was einem das Gefühl gibt, dass man dankbar sein kann für die Dinge. Ja, da gibt es ja immer die Kommentatoren, die schreiben dann, mir geht es schlecht und ich komme da nie wieder raus. Also ich weiß nicht, guckt euch mal Videos an von anderen Ländern, wo die Kinder Hunger haben und so. Uns geht es nicht schlecht. Wir sind noch irgendwo auch versorgt, ne? Und in diesem bisschen, was man vielleicht hat, da wieder das Glück und die Freude drin zu sehen und das Versorgtsein und auch dieses Umfeldklärende, wo nimmt man mir meine Freude? Das ist deine heutige Botschaft. Ihr Lieben, habt einen schönen Tag. Ich drücke euch und bis morgen.